Also Leute, heute wieder Blackburn für euch live aus seinem Wohnzimmer. Also Leute, ich möchte mich im Voraus bereits schon mal bedanken für die netten Kommentare, die ich zu meinen letzten Videos bekommen habe. Okay, Kommentare können halt auch mal negativ ausfallen, das weiß ich, aber insgesamt war die Resonanz doch eher positiv. Auch für die Abonnenten spreche ich nochmal einen Dank an dieser Stelle aus. Ich weiß, dass es jetzt lange gedauert hat, bis ein Update bzw. meine Neuheit kam, aber jetzt ist sie hier und kommen wir langsam zum Thema. Ich möchte in diesem Update-Video nochmal Bezug auf mein VFC G36 KV nehmen, beziehungsweise auf Neuerungen, die ich gemacht habe an der Waffe. Und im späteren Verlauf komme ich auch nochmal kurz auf ein paar Veränderungen in meiner Gear zurück, die es da gibt. Anfangen möchte ich gerne mit dem Stahl Outer Barrel von Crusader, den ich über den Online-Shop der Firma WGC gekauft habe. Ich fange einfach mal an und zeige euch das gute Stück. Das geht besser. So. Also. Zu meiner linken, beziehungsweise von euch aus gesehen zu meiner rechten, das Originalteil der Firma VFC. Wirklich ein extrem leichtgewichtiger Alulauf. Also ich bin mit der Qualität des Crusader-Laufs auf jeden Fall super zufrieden. Allein das Feeling vom Stahl ist schon ein ganz anderes, als es eben bei Aluminium der Fall ist. Man merkt das in der Oberflächenbeschaffenheit des neuen Laufs. Es ist eine leichte Riffelung drin, wie man das auch beim Real Steel G36 vorfindet. Ich komme ein bisschen näher an euch ran, dass ihr auch eventuell ein bisschen von den Details sehen könnt. Erstmal der farbliche Unterschied. Man sieht, der Crusader-Lauf in der Waffe verbaut, sprich von euch aus links, ist ein Ton heller als eben das Originalteil von VFC, entspricht aber in seiner Farbgebung eher dem Flash-Hider, als es der VFC-Lauf tut, was man hier sieht. Wie gesagt, also mit der Verarbeitung des Crusader-Stahllaufs bin ich 100%ig zufrieden. Also es gibt gar nichts zu beanstanden, der Einbau ging super von der Hand. Für den Einbau selbst, muss ich dazu sagen, hatte ich keine Lust, mir für über $20 ein Tool zu kaufen, was ich ganz selten mal benutze. Und ja, aus diesem, wenn ich unbedingt sagen, falschen Geiz heraus, habe ich mir einfach ganz provisorisch was selbst gebaut. Sieht auch sehr lüttig aus, als wenn es nichts hält, aber es hat definitiv gereicht. Also ich konnte die Nüsse, die eben den Lauf fixieren, konnte ich gut damit lösen. Es gab keine Probleme beim Einbau. Also alles glatt. Um eben den Lauf zu wechseln, ich weiß nicht, ob das jetzt für viele von euch von Bedeutung ist, aber ich denke, die es nicht gemerkt haben, man sieht, dass sich in diesem Zwischenraum zwischen Lauf und Body eben eine solche eben angesprochene Nuss befindet, die den Lauf fixiert. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut erkennen kann. Wenn man diese gelöst hat, kann man den Outer Barrel eigentlich schon abziehen. Allerdings, um an die ganze Geschichte ranzukommen, muss man erstmal den Flash-Hider bzw. den Gasblock entfernt haben, damit man das Tool, sei es jetzt das gekaufte oder eben selbst gebautes, ich weiß ja nicht, wie geizig oder handwerklich begabt ihr da seid, kann man eben das Tool aufstecken, die erste muss lösen, den Outer Barrel abziehen, und darunter befindet sich dann quasi nochmal das gleiche, nur in wesentlich dicker. Was dann eben quasi das, ja, ich will jetzt nicht sagen Patronenlager, aber eben das System hält, wo drin eben auch die Hop-Up-Kammer und der Inner Barrel eingesetzt sind. Aber das soll ja kein Umbau-Update-Video sein oder sowas, sondern wirklich nur ein kleines Review. Kommen wir zum nächsten Teil. Das ist der Gasblock, den ich noch behalten habe. Original VFC. Wird auch irgendwie ein Aluguss sein oder was ähnliches. Halt sehr leicht. Von der Firma Crusader ist das Ganze ein bisschen dunkler gehalten.
aber man merkt auch da, ist eine tadellose Verarbeitung, lässt sich super aufsetzen. Die Madenschraube, die den Gasblock fixiert, ich glaube, ich hatte schon im letzten Video erwähnt, dass dieser sich bei der VFC-Version mal ein bisschen lösen kann im Laufe des Gebrauchs. Was hier jetzt gerade passiert, sollte nicht passieren. Ich habe vergessen, das Telefon auf Stumm zu schalten. Ich werde das mal eben abschalten und steige dann gleich wieder ein. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung. Am Telefon war jetzt nicht Basti wie beim Software-Kennen-Video und ich werde euch jetzt nicht blenden. Egal, kommen wir nochmal zurück zum Thema. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Beim Gasblock, genau, Madenschraube. Wie eben schon erwähnt, ich hatte in anderen Videos erzählt, dass eben diese Madenschraube sich im Laufe des Gebrauchs mal lösen kann, durch die Erschütterung. Was bei dieser Version, bei der Stahlversion und in Kombination mit dem Stahlaußenlauf, glaube ich, nicht mehr so schnell passieren sollte. Da der Stahlaußenlauf zum einen schon ja, eine Art kleine Vertiefung hat, die jetzt bei dem anderen Lauf eigentlich mehr durch den Gebrauch mit der Schraube entstanden ist. Wie man da sieht, diese silberne Stelle. Diese Vertiefung hat Crusader in den Stahlaußenlauf schon von sich aus platziert. Dadurch hat die Madenschraube eigentlich ziemlich optimalen Grip, kann tief genug eintauchen, dass eben nichts daran wobbelt oder wackelt. Das, was man jetzt hier hört, ist das Karabinersystem unten am Schaft. Also da wackelt gar nichts, das sitzt bombenfest, das Teil. Kann ich, wie eben auch den Stahlaußenlauf, einfach nur empfehlen. Ich bin damit 1000%ig zufrieden. Der Gesamteindruck der Waffe wird dadurch echt, also sie wirkt wesentlich massiver, das Gewicht ist echt anständig, also auch an den Schultern, man hat echt eine schöne Führung. Ich kann da jetzt nichts dran beanstanden. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die das nicht so mögen würden, wenn die Waffe noch schwerer wird, weil sie hat echt schon ein stattliches Gewicht, wenn sie voll beladen ist, was eben auch durch die schweren Gastanks oder auf die schweren Gastanks zurückzuführen ist. So, dann haben wir das Ganze eigentlich soweit erstmal das Frontset abgeklappert. Die Hop-Up-Unit, ich möchte die Waffe jetzt ungern nochmal zerlegen, weil auch wenn mein Video wie erwähnt, mein Werkzeug wie erwähnt hat, wie ich es erwähnt hatte, bis jetzt ganz gut gehalten hat, ich möchte es nicht irgendwie auf die Spitze treiben, dass mir das Ding dann doch um die Ohren fliegt. Die Stahl-Hop-Up-Unit an sich ist auch spitzenmäßig gefertigt. Allerdings gibt es ein kleines Problem dabei. Ich zeige euch jetzt zum Vergleich das Original-Kunststoffteil von VFC, einfach um es jetzt zu erklären, weil wie erwähnt keine Lust auszubauen. Ich komme wieder auf euch zu. Das ist das Ende, welches sich in Richtung Verschluss befindet. Und diese Ausfräsung, die man hier sieht, die zu einer Öffnung wird, ist im Außendurchmesser, nicht im gesamten, sondern wirklich nur im vorderen Bereich, im Außendurchmesser minimal breiter bei der Crusader Hop-Up-Version, als es hier der Fall ist. Und dadurch kann es sein, dass das Verschlusskopfimitat, beziehungsweise es kann nicht sein, es passiert definitiv, sich daran verkeilt und das sitzt so bombenfest, dass man sich einfach nur noch beim Schießen wundert, sag mal, warum kommen keine Kugeln mehr raus? Das liegt daran, dass das ganze System einfach gar nicht komplett repetiert. Es ist quasi dann nur der Verschluss, der nach hinten schnackt, aber es kann keine neue Kugel zugeführt werden, weil das Nozzle sich immer noch im Lauf befindet. Das Problem konnte ich beheben, indem ich einfach runter und mit einer Feile lang gegangen bin. Den Tipp dazu habe ich übrigens von Farmers bekommen, eigentlich ein RAM-Spieler aus einem Forum, dessen Namen ich unten einblenden werde, weil ich gerade leider vergessen habe, tut mir leid, falls du das hier siehst. Aber trotzdem nochmal vielen Dank für den Tipp. Ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwas am Verschlusskopf rumgebohrt, um eben den Innendurchmesser da zu vergrößern, und so ist es einfach wesentlich einfacher gewesen. Wir kommen der Sache langsam näher. Ich möchte jetzt auf den nächsten Punkt kommen. Und das wäre in diesem Fall der Crusader Stahlverschluss. Der ist noch nicht in der Waffe verbaut, weil, was ich jetzt erklären werde, eben massive Probleme aufgetreten sind, die ich euch nicht vorenthalten will. Also, so,
Das ist übrigens das Problem, wovon ich eben gesprochen habe, dass der Innendurchmesser dieses Verschlusskopfimitats zu stramm ist, wenn er auf die Hopper-Pionette schnellt. So, aber jetzt wieder zum Erwähnten. Dieses Teil ist der Crusader Stahlverschluss, der auch ein richtig schönes Gewicht hat und von der Verarbeitung her im ersten, ja nicht nur Eindruck, insgesamt schon top ist. Wirklich schwer, massiv. Man sieht, schön ist, dass man eben hier wieder nur ein Führungsloch hat und nicht, wie ich in meinem anderen Video erwähnt habe, schon eine ganze Aussparung, wodurch es auch viel leichter ist, am Ende das Bodenstück mit der Schließfeder einzuführen. Problem an diesem Verschluss ist nur, dass der Innendurchmesser beziehungsweise der Durchmesser der Führung für das Blowback-System, sprich hier, das ist nicht schlimm, das hebe ich gleich wieder auf, dass der einfach so gering ist, dass man das Teil nicht ohne weiteres einsetzen kann. Also man muss schon wirklich drücken, um es reinzubekommen, und das macht keinen Sinn. Dadurch geht der ganze Ladevorgang nicht mehr wirklich vonstatten und es macht nur Probleme. Ich habe jetzt versucht, das Ganze auszupolieren. Ich bin auch schon ganz weit gekommen mit einer einfachen Bohrmaschine bzw. mit einer Standbohrmaschine und habe ein Tuch um den Bohrer gewickelt. Hat aber nicht gereicht. Also ich werde das wirklich einem Bekannten mitgeben, einem Werkzeugmechaniker, dass er mir da vernünftige Abhilfe schafft, damit es eben so leichtgängig funktioniert wie in diesem Fall hier, in dem Originalteil. Ansonsten, man sieht schon ein paar Unterschiede. Im Wesentlichen, dass er schon realistischer gehalten ist, der neue Verschluss. Man sieht, hier handelt es sich um echte Schweißnähte. Im Vergleich dazu beim VFC-Teil angedeutete Nähte, die mir nicht wirklich gefallen. Ja, wenn man jetzt einfach mal auch vom Geräuschfaktor ausgeht, ist dieses VFC-Teil dadurch das Hohl eben klangmäßig nicht so im oberen Feld mit dabei. Und der Verschluss ist einfach geil. Wenn man den in der Waffe hat und lädt durch, das macht schon richtig Fun. Testen konnte ich ihn trotzdem schon mal, also was das Blowback angeht, muss ich sagen, es wird echt ein bisschen kräftiger. Die Waffe geht noch mehr in die Schulter. Ja, der Gasverbrauch wird dadurch bestimmt steigen. Ich konnte es jetzt noch nicht bis aufs Letzte testen, da das ganze System eben noch nicht so wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich habe mir schon mal pro forma eben stärkeres Gas gekauft bei Begadi. Einfach um eben hinterher nicht dann irgendwie vor Problemen zu stehen, die ich im Vorfeld schon vermutet habe bzw. kannte. Ja, so viel eigentlich zur Waffe. Ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch weiter sagen soll. Einzige wäre vielleicht noch anzusprechen, das war meine erste Bestellung bei wgcshop.com. Jetzt mal hier namentlich erwähnt. Es gab Komplikationen bei der Bestellung, aber trotzdem kann ich den Shop nur empfehlen, weil die Komplikationen bestanden darin, dass ich eigentlich aufgrund falscher Aussagen von manchen Usern im Netz eben von einem Import des Verschlusses abgesehen hatte, weil eben diese Personen dann die Rechtslage als so dargestellt haben, dass man keine waffenrelevanten Teile importieren dürfte, und das wäre in dem Fall der Verschluss und hier und da, und man ist einfach damit umgegangen, als würde es sich hierbei um eine scharfe Waffe handeln, ein entsprechendes Teil dafür. Ich sag's jetzt einfach mal gerade raus, das ist Bullshit. Also ich hatte mich mit jemandem beim Zoll in Verbindung gesetzt. Dieser hat mich dann an einen Kollegen verwiesen, der in einer Art Prüfstelle sitzt, die dann eben mehr Fachkenntnisse im Bereich Waffentechnik haben und für mich ein paar Paragraphen gewälzt haben, und der Herr kam dann zu dem Entschluss, dass es sich bei dem G36KV vom VFC um eine erwerbfreie bzw. erlaubnisfreie Waffe handelt, die in Deutschland ab 18 Jahren frei erwerblich ist, und genauso wird mit allen Teilen verfahren, die für die Waffe bestimmt sind. Heißt Verschluss, Lauf, Innenlauf, das sind alles Teile, die zu einer oder erlaubnisfreien Waffe gehören und entsprechend auch erlaubnisfrei gekauft werden dürfen in Deutschland. Das ist Fakt. Ja, dann habe ich die Scheu verloren, und jetzt komme ich wieder auf das Problem zurück, das ich hatte bei WGC.
Ich hatte eben, weil ich vorher Bedenken hatte, mir den Verschluss zu bestellen, hatte ich meine Bestellung im Vorfeld für mich geändert und wollte auf das VFC G36 RAS-System, den Vorderschaft, eben zurückgreifen. Habe ich dann auch alles bestellt bzw. bezahlt und dann habe ich auf einmal eine Mail gekriegt, dass das Teil vergriffen wäre und ob ich jetzt den Betrag, der zu viel ist, gut schreiben lassen wolle für eine spätere Bestellung. Entschuldigung, jetzt hätte ich fast Beziehung gesagt. Ich war dann natürlich erstmal ein bisschen angefressen, weil ich mir denke, warum steht es dann auf der Shopseite in Stock, wenn es out of stock ist? Kann aber mal passieren. Also habe ich den netten Herrn da bei WGC gebeten, die Bestellung wenn möglich zu ändern und den Verschluss für mich mit aufzunehmen, weil ich zu der Zeit mittlerweile dann schon Antwort vom Zoll bekommen hatte, dass das Importieren des Verschlusses kein Problem darstellen wird. Ja, hat dann auch bombenmäßig geklappt. Ich habe einen kleinen Aufpreis gezahlt von, ich glaube, 7,60 Dollar sollte ich mehr überweisen, was ich auch absolut in Ordnung finde, weil der Verschluss ist nun mal auch teurer als das Teil. Als kleine Entschädigung, fand ich auch sehr toll. Als kleine Entschädigung hat man mir dann auch ein WGC Polo-Shirt mitgeschickt, welches ursprünglich in Größe XL kommen sollte. Ich fand das doof, weil ich kleiner bin als XL, wollte es gerne in M haben. M gibt es aber leider nicht, also haben sie mir L geschickt. Ist trotzdem in Ordnung geschenkt, aber guck mal nicht ins Maul. Ja, wie gesagt, mit WGC, was die Kontaktaufnahme, die Kooperation und die Fähigkeit, Konflikte zu beseitigen bzw. umgehen angeht, finde ich den Shop toll. Also meine erste Bestellung ist trotz Komplikationen gelaufen. Ich empfehle euch den Shop gerne weiter. Ja, dann kommen wir zu dem angekündigten, was ich an meiner Gear verändert habe. Ich habe mir, vielleicht ist es ein paar Leuten von euch schon aufgefallen, mittlerweile durfte ich das Glück haben, ein Original Blackhawk Serpa-Holster der Sicherheitslevelstufe 3 zu bekommen. Dieses zeichnet sich eben durch diese Sicherung aus, dann hat man die bekannte Fingersicherung und noch einen Zugwiderstand im Holster. Das Holster ist qualitativ zu dem Klon, den ich vorher hatte. Das ist so ein himmelweiter Unterschied, also da ist kein Stein hingeworfen. Also ich kann auch in diesem Fall wirklich nur vielen Mitstreitern, die im Internet unterwegs sind, einfach mal zustimmen, dass Originalteile wirklich besser kommen als irgendwelche Klone. Ich sag mal, die Zweckmäßigkeit dahingestellt, merkt man einfach, dass die qualitativ so einen weiten Unterschied macht. Ich habe jetzt zum Beispiel, als ich das Holster demontiert habe, das ursprüngliche Holster, was ich hatte, das billige, den Klon, hatte ich das Ganze an eine Beinplattform angeschraubt und dabei ist mir dann auch wirklich eins der Gewinde gerissen, wo man wieder merkt, dass man für unter 20 Euro ein Holster gekauft hat. Das wird hier garantiert nicht passieren, also das ist von der Verarbeitung her, wie gesagt, bombenfest, da sitzt alles, da wackelt nichts. Die Pistole hat auch eigentlich gar kein Spiel und ja, hier wieder weiter zu empfehlen. Was mir gerade noch einfällt, wo ich noch drauf zurückkommen will bei dem Verschluss, falls ihr jetzt Fragen habt zu der Führigkeit innerhalb der Waffe. Also das Ding läuft locker durch. Also da klemmt und engt nichts ein. Also ist alles gut gemacht. Wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, weil HKBR 90 schon im Vorfeld mal die Frage an mich gestellt hatte. Also hier deine Antwort. Ja, des Weiteren an meiner Gear verändert habe ich das Headset. Das ist jetzt einer der bösen Klons, die ich eben erwähnt hatte, von Element, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich mit dem Headset zufrieden. Die Lautstärke ist in Ordnung. Ich habe mir das gleiche Headset auch nochmal in der neueren Version bestellt. Da habe ich jetzt allerdings ein paar Probleme. Also bin ich wieder an dieses Headset dran und habe ein paar Umbauten vorgenommen. Ich war einfach mit der Push-to-Talk-Lösung nicht so ganz zufrieden. Ich dachte mir, ich schließe das Headset einfach direkt ans PMR-Funkgerät an. Dann spart man sich diesen ganzen längeren Weg, hat weniger Widerstände und dann funktionieren die Funkübertragungen auch wieder einwandfreier. Hat ganz gut geklappt. Ich habe dann bei der Gelegenheit gleich ein Cordelkabel eingesetzt, was das Ganze auch ein bisschen flexibler macht. Jetzt in der Bewegung, man hat nichts, was hier groß stört. Ja, an sich, wie gesagt, das ist eigentlich nur eine kleine Veränderung zu alten Sachen, die ich hatte. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar Serpa-Dummies bestellt. Einfach weil die selbstgebauten Dinger, die kann ich euch mal zeigen.
waren eigentlich in Ordnung. Es ist eigentlich nur Pappe mit Schaumstoff drin und mit Isolierband umwickelt. Also es hat dem Plattenträger eine gewisse Stabilität und Form gegeben, war schon in Ordnung, aber wenn ich jetzt dazu im Vergleich diese Kunststoff-Dummy-Platten sehe, die ich jetzt auch nicht extra rausnehmen möchte, auf Anfrage mache ich da gerne nochmal ein kleines Update, aber ich glaube, das müsst ihr nicht unbedingt haben. Dadurch ist der Plattenträger echt viel massiver, also macht mehr Spaß. Ja, was könnte ich euch sonst noch erzählen? Ich glaube, an dieser Stelle ist eigentlich nichts mehr groß zu erwähnen. Ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Update-Video wieder ein bisschen eure Freude oder Begeisterung wecken konnte. Den einen oder anderen wird es bestimmt interessieren, was es mit den ganzen Crusader-Teilen so auf sich hat, beziehungsweise hatte. Ich habe ja jetzt, denke ich mal, ganz gut aufgeklärt. Sollten noch irgendwelche Fragen aufkommen, während ihr dieses Video seht, dann könnt ihr gerne posten. Und ich sehe auch zu, dass ich mir die Zeit nehme, jede Frage so gut wie es geht zu beantworten, wie ich es im Voraus, glaube ich, auch immer ganz gut gemacht habe. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut.